Hallo und herzlich willkommen zu die GamEngDo Enderal. Ich bin RaLe und wir sind wieder in Enderal da. Ich habe mir gerade ein Bild wegstellen müssen, weil der komische Typ kann einfach nicht die Klappe halten. This person is busy. Ja, ich würde jetzt gern umschauten, wenn ich Dragonborn war. Well, look who's arrived. Did you have any problems finding your way around? This city can be quite a maze if you don't know it. Na, es geht, es geht. Right, you're from Ostian. I almost forgot. They're quite fascinating, these places, aren't they? You can climb high, and you can fall just as deep. And every place vibrates with life. Ah, that's true. That's true. Here, put this on. And before you ask, yes, it's necessary. Just trust me. They just sit on their asses and hope things settle themselves. Warte, wie siege ich mich nochmal selber? Ah. That's it. And why is it Malphas who carries the Sun Temple on his back? Isn't that a gesture of servitude? Oh, jetzt müssen wir in die Noble Quarters. Okay. Was crafting points can be used to raise skills which only indirectly influence the battle. Alchemy, Enchanting. Ich hätte gerade gern den Speech Skill gehabt, der hat sich cool angehört. Na, wir sind wieder in Enderal, um jetzt einmal kurz wieder zusammenzufassen. Wir sind letztens von der einen Stadt in die nächste gerannt, weil die Transportmöglichkeit, die eigentliche, ja, verletzt war, also die Flugviecher. Und jetzt müssen wir da im Jasper hinterher. So, about this fever. Usually those gifted with magic have to report their talent to the Order, and then pass a ritual that teaches them how to deal with their magic. The journey to the water is what they call it. Once they've passed that, the fever reduces to an endurable level, and new artists have their names registered in some kind of holy book. Okay. There are other ways to get rid of the fever, and I hope my employer can tell you about them. Okay. Okay, almost there. Die Musik ist angenehm. Ha, den Tipp habe ich sogar noch gewusst. Ich weiß leider nie, welche Tasten das waren. Das war aber R im Normalfall. Jetzt schaut es wieder komisch aus. Jetzt habe ich wieder mal ganz kurz auf Frisur. Ich finde es aber gerade ziemlich cool, dass der Jasper sprintet und nicht einfach leise so langsam dahin geht. Aber wir sind gerade auf einem ziemlich hohen Hügel. Ich frage mich, kann man da rausspringen? Ich würde es gerne... Okay, nope. Ich würde es irgendwie gern probieren. Willst du reden? Nein. Hold it, my sir. Sun Temple No discovered. civilians beyond this point without explicit permission. Who are you and what leads you to this holy place? Business. I'm Jaspar Dalveric, and I work for the Naramese mages. Oh, right. The mercenary. And who's your companion? Marijo de Luna from Ostian, esteemed holder of de Luna's Empire of Tender Fragrance, the most prestigious perfumery in all of Vin. Archmagister Marigil sent for him. Didn't he tell you? The Archmagister. Well, that does sound like him. Fair enough, you may pass. But show this place the respect it deserves, mercenary. You too, Meister de Luna. You have my word, fair lady. Thank you. Tun wir uns einmal verbeugen. So. Stay right behind me. It's not far. Ja, so wie du gerade partout in einer Tour eine glaubhafte Lüge ausgehauen hast.
Jetzt weiß man dann, warum du mich so angezogen hast. Keep walking. Und während der Tür gerade in Verwendung ist, kann man sie nicht verwenden. Das ist irgendwie komisch. Das ist aber schon in Skyrim so gewesen. Man kann draufhämmern, wenn ein NPC ein bisschen schneller war wie du, ist der vor dir draußen. Ja, die Fire Arrows finde ich ziemlich cool. Auf die freue ich mich schon, die will ich mal testen. Well, that went better than expected. Hey, it worked, didn't it? That's all that matters. Nobody will suspect someone who's already in the temple. Anyway, I think it's about time I tell you a little bit more about this employer of mine. His name is Constantine Firespark, and he's one of Narathzil Orenthiel's former followers, which the new Grand Master, Tielor Orenthiel, brought here by ship about 2 years ago. That means he's one of the former arch-enemies of the Order. Okay. They usually wear green, while the Order wears white or red. That should make it easy for you to tell them apart. Firespark's pretty much the eldest of Narathzil's mages, and quite well versed in magic, at least from what I've heard. Plus, he's a very gentle and likable fellow, which is why even the keepers like having him around. Let's hope he can tell us a thing or two about these visions, and help you get rid of the fever. Come, follow me. Okay, ihm weiter hinterher. Das ist die Quintessenz. Now go, or the Magister comes to get you himself. The Chronicum. Könnte eine Bücherei sein. Na, aber ein paar Sachen da drin in Enderal, auch wenn sie eben einfach Skyrim genommen haben und es ist ein komplett anderes Game. Es ist so komplett anders. Es spielt sich anders, bis auf die Steuerung, die ist noch gleich, aber sonst... This is holy ground, Outlander. You do not belong here. All right, here we are. Hang on. No. That's not how you do it. Blast it! I'm just being careful. We Like have to. heck you do. Give me that thing, now. Why can't it ever be Blasted, blistering blazes. That's what you get for working with fumblers. I told you. Master you should Firespark. Be careful. What? Now who the heck are you? Can't an old man have a moment to himself? You hired me. The Magister, don't you remember? Oh, right. Joseph the Scrounger. So why are you Huh? here? Had any luck? Just spar. And yeah, we did find something. Suggest you first of all tell me when I allowed you to drag your drinking mates up here. Do you need me to explain the meaning of the words highly and confidential to you? I'm sure there's a lot you can explain to me, but let's save that for later. This particular fellow over here needs your help, to be frank. Arcane fever. Is that so? And what exactly has that got to do with me? Let the Keepers and their holy rituals take care of it. What is it with the costume, anyway? This man's magic is different, Meister. Just feel his aura and you'll see it. Plus, he's from Naren, just as you are. Yes. Well, all right then, for nostalgia's sake. I really hope you're not wasting my time, though. Working with these religious buffoons is bound to make any rational thinking person go bonkers. Anyway, that chair over there. Take a seat, and I'll have a look at that fever of yours. All right then, this will tickle a little. Wow. Now, you're right. This aura does feel different. Complex somehow and powerful. And do you really want to tell me you've only recently discovered that talent of yours? With that aura, I'm surprised that you haven't turned into an Obaya by now. Fine. Was ist ein Obaya? Well, that is, we will help you. But first, tell me everything. How you got that magic, and how you met that Scrounger. Okay, jetzt erzählen wir mal unsere ganze Lebensgeschichte bis jetzt. I see. Regarding this vision thing, I think that your mind simply played a trick on you there.
Not that it's much of a surprise, considering what you've been through. Actually, you were quite lucky that the sudden outburst of your glance didn't blow your head right off. By all that's holy, I won't start playing your tutor now. If you don't know about the basic functioning of magic, then read something from Balador Goldenstein. The glance on the sea of eventualities. Alongside, but apart from the reality we're in right now, exist countless other realities, in which some events have different outcomes, so to speak. A version of this very same room, for example, with the very same people in it, only that Meister Firespark's beard is on fire. And what defines an Arcanist, someone capable of magic, is that he or she can see those other realities and let parts of them come true. Well, look at that, Jasper. You surprised me. Okay. That's what I'm being paid for. How powerful an Arcanist is depends on 3 factors. How far away are the eventualities that he can see, how well he can bring parts of them into our reality, and finally, how well his mind can handle seeing other realities simultaneously with ours. Das Lighting hört a sich candle verdammt geil is an. easier than calling a meteor from the sky, to speak plain inal. But, as I said, read Goldenstein if you're interested in the topic. I'm not going to waste any time with lectures. Well, that's probably a sign that you should go easier on the booze. Skill, whether of physical or magical nature, isn't gained through touching some stones, but through hard work and discipline. Even though this screwball Enderalian talk of paths and predeterminations tries to tell us otherwise. Well, if that's what you want to believe, go for it. I, in any case, have never come across such a phenomenon in over 50 years of studying magic. And now we should... It all begins with the dreams. What the blasted blistering blazes? Does this room look like the bosom of a whore to you? Or what makes you think you can go around touching anything you get your fingers on? These documents are confidential, for heck's sake. I knew it was a mistake to hire a thug like you. Lashery always had a weakness for... Correct me if I'm wrong, but I remember you telling me something about dreams that led you and Tealor Renthiel here, didn't you, Meister? And you told me that in this vision of yours, the Veiled Woman said this. It all begins with the dreams. What? Is that true? Oh. Then, this near-death experience you had before you woke up on the shore. Tell me again, what exactly did you see in it? A room? Well, this is strange indeed. Ja. Anyway, for now all that matters is that we get that magic of yours under control. Ja, bitte. Whatever you clairvoyanced back there is of no use to us if you're dead as a doornail in a couple of months. Yes. Yes, that And how can we do that? Get my magic under Well, control. that's usually a plodding process. The fever you feel is a result of your mind not being able to handle all of these possibilities, so to speak. The ritual the Enderalians practice to get the glance under control is called the Journey to the Water. Put frankly, it means 1 year of hour-long meditation, bland food, and abstinence from anything that makes life worth living. In due time, the Arcanist then learns to filter these other realities from ours, and the fever gets less and less. Anyhow, luckily enough, we Neremes know of a way to quicken that process. Yes. A shortcut, if you will. I'm not capable of performing it, but another one of us is. Her name Sehr is schön. Lashery, and you should seek her out as soon as possible. Alright then, I'll do this ritual of yours. Where can I find this Lashery?
Obwohl, das ist eine interessante There Frage. is indeed, and this reason is called ignorance. The Order's rituals haven't changed since the Lightborn slipped out of their cradles, and the Keepers do their best to keep anything progressive out of their country. But please, if you're up for a year of austerity and stern-faced magisters scolding you, go for it. I really don't care. She's currently in a ruin called Old Rationgrad, not far from Ark. Just tell her that I sent you. Give me that map of yours. Map marker. Okay, now, you'd have to be a total idiot to miss it. I recommend leaving for the ruin straight away. And you, Joseph, you're going to come with me and show me what your trip to the Sun Coast brought forth. Hopefully, more than a bottle of honey wine and a hangover. Okay. Quite a character, isn't he? But I like him somehow. Ja, ist voll der I owe you Sympathische. this for your help back in Riverville. And in case you're in the mood for a mug of ale and a good chat, just drop by the Dancing Nomad in the Stranger's Quarter. I'll get myself a room there for the time being. With all that said, good luck mastering your magic, my friend. I'll see you around. Nice. Und wir sind ein Level abgegangen. So, nehmen wir wieder Stamina. To deepen your bond to several persons. Caution, these missions aren't available forever. If the main story progresses too far, the storyline of some persons stay hidden. Okay. Never walked back on the road from the age. Okay, jetzt habe ich eigentlich gerade komplette Roben an. Ich sollte mir jetzt nachher meine Rüstung wieder anziehen. Weil irgendwie hätte ich doch lieber die Rüstung wieder an, bevor ich in einen Kampf gehe oder so. So, Moment. Items. Wir sind wieder Level Up. Das heißt, wir haben jetzt wieder Memory Points und alles drum und dran. So, wir haben da einmal die Foot-Ding angehabt. Dann haben wir angehabt einen Leather Cuirass und ein Leather Helmet. Und dann haben wir noch irgendwo Iron Gauntlets angehabt. Dann, was haben wir noch angehabt? Ja, das da, aber das ist dann ja wurscht. Das Reinforced Shield kann man uns noch anziehen oder so, aber machen wir wieder das. Ah ja, Hero Menu, da haben wir ja noch was. Wir haben noch, was haben wir denn noch? Wir haben noch einen Memory Point, 14 Crafting Points, 19 Learning Points und wir sind Level 6. Ah, da ist der Signpost. Warum ist der Signpost bitte da hinten im letzten Eck? Und warte, wo wir jetzt nochmal hin müssen? War das auf J? Ja, das war auf J. Strange Horizons. Passt. Use the mirror to travel to Northern Heartland. Okay, irgendwie würde ich jetzt gern im Mirror Tower, da will ich hin. Weil ich will mit dem Mirror da hinfliegen, ich will mal sehen, was so Mirrored ist. Und ich darf die Zeiten übersehen. Na, 20 Minuten haben wir noch 10. The Mirror Tower in Arkham discovered. Passt. Laufen wir da mal auf.
Oh, Yes? Walk blessed, friend. Where are you headed? den Mirrored Keeper. How Das about ist einmal. pirates? What is there to tell? They're beautiful animals, majestic and wild, and dangerous if you're unlucky enough to run into an untamed one. In the time before the Blood Moon Revolt, a long time ago, tame pirates like this one here was a really rare sight. Nowadays, though, they're pretty common, at least here at Enderal. Pity, somehow. I guess that sounds stupid, but I sometimes long for the times my grandfather lived in. Being a pirate warden was far more prestigious back then, and even fared with sublimer keepers. Nowadays, well, you can guess. Riding a pirate has become as ordinary as riding a mule. But, who am I to complain? Oh, well, that's hard to explain. They communicate by clicking sounds. I, as a warden, have been trained to hear them, but you probably can't. And through those clicking sounds, I also tell them where you want to go, before you mount them. Obviously, that only works for routes that the pirate already knows by heart. Okay. Sure, where to? Northern Heartland, da müssen wir her. Ma, jetzt sieht man nicht, wie ich wegfliege. Ma, das war cool gewesen. So, was wir jetzt aber dann eh gleich machen müssen. Wir müssen nochmal meditieren. Wir müssen nämlich unsere Skills erhöhen mit Pfeil und Bogen. Mirror Tower. Okay. Jetzt haben wir den nächsten Mirror Tower gefunden. Hello. Bin sofort wieder da, muss gleich ganz kurz meditieren. Muss die ganz kurz ignorieren. Thief Apprentice. Eagle Eye war halt schon verdammt praktisch. Wenn wir jetzt nämlich unsere Waffe zücken, können wir das machen. Und dann können wir eben zum Beispiel da auch... Wow. Da ist natürlich eine riesige Wand nach oben auch. Das interessiert mich jetzt. Nope. Wie gerade kommt er wieder oben. Ich warte. Ich warte. Ha. Der kommt scheinbar gar nicht mehr. Egal, gehen wir wieder raus. Wir haben unseren Punkt verteilt, das war mir schon mal das Wichtigste. Wir müssen dann noch ein paar Händler suchen, die uns dann jetzt wieder ein paar Lernbücher verteilen. Wir brauchen nämlich ein paar Skill-Ups bei Bogen und Einhandschwertern und bei leichter Rüstung. Und vielleicht auch im Sneaking oder so, das wäre natürlich auch was Cooles. Weil das wird später sicherlich alles verdammt, verdammt teuer. So, schauen wir uns nochmal an. Wir schauen wieder aus wie ein normaler Kämpfer. Okay, passt. Hello. Okay, passt. Da sind wir jetzt sehr nah an dem ganzen Ding dran. Wow, ein Bär. Es ist nicht like something there, da ist ein verdammter Bär. So, jetzt ziehe ich wieder meinen Pfeil und Bogen. Das hat mir davor am meisten irritiert. So. Danke fürs Helfen. Aber gut, ich muss eigentlich damit rechnen, dass in der Nähe von Bienen Bären sein. Weil die wollen ja in Honig.
Da haben wir noch einen jungen Black Bear. Wo bist du? Da unten? Schlimm ist, ich sehe ihn nicht. Da hinten springt er daher. Dass man die einfach so schwer da durchsieht durch das Ganze. Zum Beispiel da, er steht schon genau vor mir und ich sehe ihn nicht. Wegen dem vielen Grünzeug. But she's the game. She's the game. Oh. Wow, der haut eine. Holy moly. Ja, dann haben wir jetzt wohl wieder einen Reload, dann nachdem wir da meditiert haben. Oder? Schon nachdem, oder? Ja, passt. Dann müssen wir das jetzt ein bisschen anders machen. Beim ersten Bären wissen wir jetzt schon, dass der da auf uns wartet. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Hallo? Ah, da ist er. Dann laufen wir gleich mal dahinter. Tun wir ein paar Unbeteiligte mit in den Kampf einziehen. Obwohl, der Vorteil ist... Wow. Ja, das ist ein Bär. Das hast du richtig gesagt. Den haben wir gerade davor getötet. Nur du erinnerst dich nicht dran, weil für die ist es noch nicht passiert. So, alles mitgenommen. Wir müssen jetzt immer noch den zweiten Bären finden. Ich würde gerne da einfach da querfeld einlaufen, aber irgendwie will mir das Game das nicht lassen. Da sind so viele schwarze Bären dazwischen. Aber Moment, jetzt machen wir da dann einmal einen Save. Obwohl, der Eingang ist gleich da. Machen wir da trotzdem einen Save. Man weiß ja nicht, was in der Höhle auf uns wartet und alles, also... Ah. Okay. So. Pew. Irgendwie will ich zuerst auf den Turm auf. Aber wenn es sich sinnlos anhört. Aber ich glaube, auf dem Turm könnte wieder so ein Magic-Dingens irgendwas oben sein. Das wäre nämlich genau das. Man ignoriert es, wenn man einfach dran vorbeiläuft. Weil man weiß in Zukunft, dass nichts mehr drinnen ist. Oder es ist eben eine Schlafrolle drin, also ein Bedroll oder sowas. Oh. Ah, requires key. Okay, das ist der Ausgang von dem Ganzen. Dann haben wir mal ein Flash Heal. Okay. Old Arrow 10 Stück. Dividers, was auch immer das. Aber wir haben ein paar Potions, die können wir verkaufen. Potion of Might haben wir aber dabei gehabt. Elevator doesn't budge. Welch Wunder für so ein Elevator. So, eine da in die Höhle mit uns, aber wieder schleichend. Wir wollen ja nicht zu viel Aufruhr erregen. Und der Höhleneingang ist dann jetzt der perfekte Punkt, das Ganze wieder ein bisschen weiter zu tun. Und
für den Mal aber zu sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Freue mich auf die nächste Folge mit euch und freue mich auf Enderal wieder. Also dann, bis Mittwoch. Ciao, ciao.